Vor einem Jahr habe ich Silvester alleine in meinem Haus in Schweden verbracht und ich hatte große Zweifel, ob ich es noch ein weiteres Jahr in Schweden schaffen würde. Ich bin diesen Weg bis hierhin alleine gegangen und auch wenn ich den besten Nachbarn der Welt habe, auf den ich mich immer verlassen kann, so war diese Lebensweise und die Verantwortung, die alleine auf meinen Schultern lastet, extrem zermürbend. Doch in meinem bisherigen Leben hat sich nur ein Weg als richtig erwiesen: der Weg nach vorne. Und deswegen habe ich weitergemacht, wie ich es kannte. Ich habe den alltäglichen Hausbetrieb am Laufen gehalten. Ich habe mit Pflanzarbeiten begonnen und kleinere Verschönungsarbeiten im Haus umgesetzt. Ich bin alleine nach Polen gereist. Seit 2022 bin ich nun schon in Behandlung in einer Spezialklinik und bei dieser Reise sollte eine weitere Maßnahme auf meiner Großbaustelle in Angriff genommen werden. Ich habe also meine gesamten Ersparnisse zusammengekratzt, um mir diese Behandlung leisten zu können. Was für ein Tag! Nach einer fast 4-stündigen Wartezeit, in der die Medikamente wirken mussten, wurden mir anschließend in einem 2,5-stündigen Eingriff 5 Wurzelimplantate in meine Zahnlücken gesetzt. Ich bin jetzt das 6. Mal auf dem Weg zum Zahnarzt. Gerade bin ich noch hier hoch über den Dächern von Stettin. Eine super Aussicht habe ich von meinem Apartment, aber ich bin echt am Verzweifeln. An diesem Tag habe ich Zahn Nummer 6 verloren. Ich konnte glücklicher nicht sein, dass ich diesen großen Schritt endlich geschafft habe, doch dieser Rückschlag hinterließ erneut Spuren und mir wurde bewusst, dass ich unbedingt eine gesunde Balance zwischen meinem Abenteuerleben und einer finanziell abgesicherten Lebensweise finden musste. Denn ich bin davon überzeugt, dass all diese mentalen Belastungen bei mir zum Zahnverlust geführt haben. Dann kam der Sommer und mit ihm eine riesige Veränderung in meinem Leben. Markus hat sein Leben in Deutschland aufgegeben und ist mit großer Hoffnung auf eine sinnerfüllte Zukunft zu mir nach Schweden gezogen. Wir haben seinen Einzug gefeiert und sind zur Neueröffnung von Jonna Jentons Shop gefahren. Und wow, es waren Momente, die mir so viel Kraft und positive Energie geschenkt haben. Und dann, kurze Zeit später, bekamen wir Familienzuwachs. Die kleine Maja ist bei uns eingezogen. All diese wunderschönen Erfahrungen haben uns so viel Tatendrang geschenkt, sodass wir den Sommer voll ausnutzen konnten. Während ich im Hintergrund meine Retreats gestaltet und die ganze Bürokratie dahinter erledigt habe, hat Markus sich dem Garten verschrieben und ein Hochbeet gebaut. Doch sein größtes Erfolgsprojekt war unser Märchenpavillon. Irgendwie sehe ich ihn als Zeichen für unsere Träume von einem Safe Space, einer kleinen heilen Welt zum Wohlfühlen. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen noch ein wundervolles, neues, frohes Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und konntet ein wenig für euch besinnliche Momente genießen und auch ein wenig über das letzte Jahr reflektieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum ersten Video in diesem Jahr. Dieses Mal ist es wirklich ein Winterwunderland. Heute hat es angefangen, richtig heftig zu schneien. Das sieht wunderschön aus. Gleichzeitig ist hier aber auch eine leicht störende, irritierende Geräuschkulisse, denn die Nachbarn fahren mit ihren Quads umher, haben Spaß und räumen natürlich auch den ganzen Schnee von ihren Straßen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ihr hattet ein paar besinnliche Momente. Bei uns war der Start ins neue Jahr sehr kraftvoll.
Wir haben wieder sehr, sehr viel reflektiert über unsere aktuelle Situation, darüber nachgedacht, ob und wie wir hier in Schweden weitermachen können, denn es ist nach wie vor eine sehr instabile Situation bei uns. Das wird sich aber zeigen, wie das sich in der Zukunft entwickelt. Ich gehe jetzt wieder rein und werde an meinem aktuellen Video weiterschneiden. Und währenddessen könnt ihr ja schon mal schauen, wie unsere Weihnachtsfeier war und was wir an Silvester so gemacht haben. Wäre die Geräuschkulisse nicht, wäre es wunderschön. Ich habe gerade mein Weihnachtsmenü auf Leinwandpapier ausgedruckt, weil ich das zur Dekoration nutzen möchte, wenn ich dann mein Weihnachtsmenü serviere. Das ist so schön geworden. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass das total schief geht, dass man darauf überhaupt nicht drucken kann. Aber das sieht echt geil aus. Ich habe es einmal auf Schwedisch und einmal auf Deutsch gemacht. Einmal für Markus und einmal für meinen Nachbarn. Da bin ich extrem zufrieden mit.
Es ist recht kalt geworden. Wir haben jetzt fast minus 20 Grad hier. Und Markus hat eine neue Morgenroutine entwickelt. Sehr frisch. Bei mir ist minus 20 Grad. Mal eine interessante Erfahrung, Ja, mal nicht warm angezogen zu sein. Und ja, die Kälte mal so richtig zu spüren. genau. Die Kälte ist nämlich sehr gut für die mentale Gesundheit und für Ja, das körperliche Wohlbefinden. das ist richtig. Es ist, wenn man sich darauf einlässt, weniger schlimm, als man denkt. Ja, Zumindest so in der Luft. So im Wasser, Eisbad, das ist noch was anderes. Aber so, oh, das ist jetzt der zweite Tag, wo du das machst. Fühlst du eine Veränderung zu gestern? es fühlt sich heute noch etwas kälter an. Na gut, es ist heute auch kälter als gestern. Nochmal 10 Grad kälter. Ja, das merkt man schon, ja. Zumindest jetzt so an den Armen. Ich müsste eigentlich nur so oberkörperfrei. Ja. Mal sehen, so 10 Minuten, Viertelstunde wollte ich es machen. Ja, Katzi. Ja, ist auch ganz aufgeregt. Ja, was sagst du dazu? Du spielst wieder mit den Bändern von der Kamera. dann wird man munter. Ja. Wir sind im kalten Januar angekommen. Die letzte Nacht waren es minus 26, minus 27 Grad. Und da kühlt es im Haus natürlich extremst ab. Wir nutzen ja aktuell nur zum Heizen den Holzofen, weil die Wärmepumpe bei den Temperaturen auch nicht mehr heizt. Und Elektroheizkörper sind gerade einfach viel zu teuer. Deswegen ist der Holzofen unsere einzige Wärmequelle und über Nacht geht er natürlich aus. Und da dieses Haus eben auch nicht besonders gut isoliert ist, geht da über Nacht schon extrem viel Wärme verloren. Wir sind also heute Morgen aufgestanden bei 7 Grad im Haus. Und jetzt heizen wir schon ein paar Stunden und sind mittlerweile bei 11 Grad gelandet. Ja, also das sind die Herausforderungen, die wir hier haben im Januar. Wir sind mittlerweile täglich damit beschäftigt, das Haus warm zu halten. Und ja, bei diesen eisigen Temperaturen ist es auch sehr unangenehm, sich länger draußen aufzuhalten. Ja, deswegen verbringen wir jetzt eigentlich die meiste Zeit des Tages drin. Das ist aber natürlich auch ein bisschen unbefriedigend, weil wir dann wenig Bewegung haben. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen raus und machen einen kleinen Spaziergang zu einem Wasserfall. Ja, und mal schauen, wie der Tag noch weitergeht. Wir müssen unbedingt noch zum Shop fahren, weil ich wieder Essen bestellt habe in der Apotheke, was dort angekommen ist. Und ja, mal sehen, wie das klappt. Jetzt haben wir zwar das Glück, dass wir jetzt mittlerweile ein Auto haben. Das ist aber noch gar nicht fit für den schwedischen Winter. Ja, deswegen müssen wir mal schauen, ob es dann anspringt. Und ob wir dann auch duschen gehen können, denn das haben wir auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gemacht. Ja, so ist unser Leben hier. Wir leben hier ohne Dusche, weil die Dusche nicht ausreichend Wasserdruck hat. Deswegen gehen wir immer im Gym duschen. Und wir leben ohne Heizung, weil es gerade absolut viel zu teuer wäre, mit Strom zu heizen, mit Elektroheizkörpern, und meine Luftwärmepumpe, die reicht halt nicht aus, um jetzt das Haus aufzuwärmen. Deswegen haben wir den Feuerofen, den Holzofen als einzige Wärmequelle.
Und das Haus an sich ist halt auch nicht besonders gut isoliert. Es gibt zu viele Flächen, wo eben Wärme verloren geht. Ich habe ja diese riesigen Fensterfronten an der Südseite, wo, ja, da geht einfach sehr viel Wärme verloren. Das ist suboptimal, aber ja, wir müssen jetzt einfach das Beste draus machen. Hallo, hallo. Wir machen gerade einen Aufwärmspaziergang, Ja. denn es ist kalt. Ja. Jetzt war ungewöhnlich kalt, oder zumindest für mich ungewöhnlich kalt, hier unter minus 20 Grad. Für die Schweden natürlich bestimmt nicht so ungewöhnlich. Ja, Ein bisschen nördlich aber einfach minus 30. ja. Letztes Jahr, der Januar, der war deutlich milder. Aber ja, jetzt ist es wieder so, wie ich es aus den Jahren zuvor auch kenne. Ja. Und ja, man kann natürlich nicht den ganzen Tag drinnen hocken. Ich mache das zwar sehr oft, weil ich ja sehr viel beschäftigt bin mit Videoproduktion und Haushalt und Kochen. Aber ja, wir versuchen trotzdem immer mal wieder rauszukommen und das machen wir jetzt auch. Ja. Das war auch gut so, richtig. Ja, mir friert zwar jetzt schon alles ein, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir im Sommer mit dem Boot lang. Ja, und jetzt ist alles zugefroren. Ja, es wäre cool, wenn das hier so heiße Geysire wären wie in Island, wo man Ja. sich dann einfach reinsetzen kann. Und ringsrum alles ist gefroren. Das wäre ziemlich cool. Eieiei. Von innen alles gefroren. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, quasi. Nee. Da ist die Batterie wohl tot. Ja. So, ich habe noch glücklicherweise ein Ladegerät für die Autobatterie. Das werden wir jetzt anschließen und einen nächsten Versuch wagen. Jetzt chargt es. Gibt zumindest keinen Error. Das ist gut. Es fliegt uns auch noch nichts um die Ohren. Das war mein erstes Mal. Ja. Ich hatte schon öfters leere Batterien in einem älteren Auto. Dann habe ich auch nur die Methode genutzt, was jetzt hier nicht geht, indem ich das Auto rollen lasse, irgendwie einen Abhang runter, Mhm. dann Kupplung drehen und das geht jetzt auch nicht, weil das ist ja Automatik. Und dann langsam versuchen zu starten, wenn das Auto ein bisschen am Rollen ist, dann geht das eigentlich. Oh ja. Gut, das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert. Nee, das geht hier nicht. Vor allem auch bei Automatik. Das ist wirklich immer schwieriger.
Wir sind endlich unterwegs. Eigentlich wollten wir um 3 Uhr losfahren. Jetzt ist es um 6. Ja. Aber ja, so ist das eben. Man braucht für alles ein bisschen mehr Zeit im Winter, während die Temperaturen zu kalt sind. Da braucht mein Gehirn auch länger, um zu arbeiten. Jetzt geht's einkaufen und ein Paket abholen und dann werden wir noch duschen im Gym und wir werden noch Wasser holen. Und dann sind wir erstmal wieder versorgt für die nächste Kälteperiode. Ja. Der Shop im Dorf hatte geschlossen und als wir auch in der nächsten Stadt vor verschlossenen Ladentüren standen, wurde mir bewusst, dass dieser Tag, der 6. Januar, ein Feiertag in Schweden ist. Die ganze Aktion mit dem Auto war also ziemlich umsonst. Bei uns geht es in diesem Jahr ganz stark darum, uns wieder neu zu erfinden. Das ist meiner Erfahrung nach was sehr Wichtiges, was man hier in Schweden machen muss. Seit Jahren versuche ich mich jedes Jahr neu zu erfinden und jedes Jahr neue Dinge auszuprobieren, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann das finde, was mich hier trägt und was mich auch finanziell versorgt. Mäh, du kleine Maus. Wir waren kurz vor Weihnachten noch beim Skatteverket und haben die Personennummer für Markus beantragt. Das war für uns möglich, weil wir den Weg über Familienmitglied gehen konnten. Normalerweise gibt es ja da diese 3 Wege, die man gehen kann, um eine Personennummer zu beantragen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Man braucht entweder eine gewisse Menge an Geld, damit man nachweisen kann, man kann sich für ein Jahr versorgen. Oder man braucht einen Job oder eine Selbstständigkeit. Und für uns war es aber möglich, diesen Weg über Familienmitglied zu gehen, da wir in einer Beziehung sind und ich hier schon seit 2018 lebe. Und ja, das soll also innerhalb von 8 Wochen entschieden werden, ob er diese Personennummer bekommt oder nicht. Es ist also nach wie vor etwas unsicher. Ja, und dann wird sich auch so ein bisschen entscheiden, ob dieser Weg für uns hier weitergeht oder ob wir uns eben einen anderen Weg aussuchen müssen. Die kleine Maus, die dreht hier gerade völlig durch bei den ganzen Schneeflocken. Hast du zu viel Energie, Mausi? Und ich für meinen Teil bin nach wie vor sehr, sehr happy darüber, dass es jetzt endlich mit meinem YouTube-Kanal geklappt hat, dass ich den monetarisieren konnte. Das trägt mich natürlich auch noch nicht, also es ist noch nicht genug, als dass ich davon Rechnungen bezahlen könnte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Schritt, der mir sehr viel Hoffnung macht und den ich deswegen auch weiter verfolgen möchte. Das Filmemachen, das trägt mich ja jetzt schon seit Jahren. Also das ist so meine einzige Konstante, die ich habe. Und das, was mir auch immer wieder Spaß macht und auch immer wieder Kraft gibt. Und wenn ich dann natürlich sehe, dass ich so eine schöne Community habe mit so tollen Menschen wie euch, dann macht es mir natürlich noch umso mehr Spaß, das weiterzumachen. Und weil es mich noch nicht tragen kann, noch nicht finanziell versorgen kann, muss auch ich mich jetzt wieder umorientieren und auf Jobsuche gehen. Das ist jetzt für mich die Priorität, die ich habe. Und ja, solange ich noch von meinen Ersparnissen leben kann, ist es gut, aber das wird natürlich nicht ewig so sein. Und bis dahin hoffe ich, dass ich dann eine Lösung gefunden habe und dass auch Markus für sich einen Weg gefunden hat, der ihm gut tut und der ihn glücklich macht. Ja, also auch dieses Jahr beginnt bei mir und bei uns mit gewissen Zweifeln, so wie eigentlich jedes Jahr bisher.
Aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Es ist halt auch immer wieder eine Sache von mentaler Stärke und mentaler Arbeit, solche Dinge zu überstehen. Und das versuchen wir hier, so gut es eben geht. Auch wenn wir immer wieder Rückschläge haben. Aber ich denke, das ist einfach menschlich und normal. Wir sind eben alle nur Menschen und wir leben dieses Leben hier zum ersten Mal und keiner hat ein Patentrezept dafür. Au, au, Mausi! Die versucht an meinem Bein hochzuklettern. Mercy. Ja, erzählt mir gerne, wie euer Start ins neue Jahr war, worüber ihr euch so Gedanken macht für das neue Jahr. Ob ihr euch Vorsätze macht oder ob ihr auch eher ruhig in das neue Jahr startet. Ich freue mich sehr darüber, von euch zu lesen. Dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr werdet nicht im Schnee- und Eischaos in Deutschland versinken. Ich habe da schon Bilder davon gesehen, dass es dort ja gerade auch sehr rund geht. Passt weiterhin auf euch auf und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.